Moin Moin aus dem Wunderland. Heute mal wieder ein ganz anderes Thema. Heute habe ich mal die wilde Maus auf dem Arbeitsplatz. Die wilde Maus, die haben wir seit Anfang an schon auf der Fläche. Haben wir immer wieder neu gemacht und seit 2005 haben wir diese ähnliche wilde Maus. Davon haben wir 2 Bausätze, weil wenn hier was abbricht, dann dauert das bestimmt eine Woche, bis das alles repariert ist. Und so hat sich Holger mal gedacht, er baut mal 2 zusammen und dann geht eine in die Wartung und die andere wird erstmal dahingestellt. Diese Maus ist von der Firma Faller und Faller produziert diese Maus nicht mehr. Dann hat mich Holger gebeten, so, ist es denn möglich, dass wir eine Maus selber bauen? Und das war natürlich für mich die Herausforderung, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Geschichte, das mache ich gerne. Deswegen habe ich mir gedacht, wir bauen die mal komplett neu. Neue Herausforderung, wir machen die Schienen neu, wir haben heute andere Techniken, drucken können wir. Und das habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht. So, hier ist unsere wilde Maus. Unsere wilde Maus läuft 365 Tage bis zu 12, 13 Stunden. Und für einen normalen Modellbauer, der sich die aufbaut zu Hause, läuft sie natürlich nicht so viel. Was kann man an diesem Modell verbessern? Wir haben natürlich langen Betrieb und diese Kette geht ganz oft kaputt. Da werden wir jetzt einfach mal einen Zahnriemenantrieb machen. Den habe ich vor vielen Jahren schon mal entwickelt und wir wollten einfach keine wilde Maus kaputt machen, weil wir nur einen Baukasten oder 2 Baukasten hatten. Und jetzt mache ich das einfach so, dass ich die komplett nochmal neu baue. Dann werde ich auch die Schienen gleich mal ganz anders machen. Das Profil von den Schienen werde ich nicht mehr rund machen, sondern ein bisschen, dass die Lauffläche ein bisschen breiter ist. Dann werde ich die Stützen ein bisschen dicker machen. Und vielleicht ein bisschen mehr verschachteln, damit das noch stabiler wird, damit das für unsere Zwecke einfach perfekt ist. So, ich habe das Schienenprofil schon mal gezeichnet. Ich habe es diesmal so gemacht, dass die Schiene hier rund ist und hier aber ein Quadrat mit eingebaut ist, damit die Schiene ein bisschen stabiler wird. Hier habe ich schon mal eine Schiene. Wenn die jetzt nur rund wäre, wäre sie nicht so stabil. Das habe ich Holger gezeigt und er meinte, er war begeistert, weil die so schön stabil sind und weil der Wagen auch einfach super darauf rollt. Das ist hier der alte Wagen von der Faller-Geschichte und der Wagen ist so gut, dass wir den natürlich behalten wollen und auch erstmal so benutzen werden. Der hat Nadellager und die rollen so super, dass das perfekt ist für meine Konstruktion, die ich jetzt gerade vorhabe. Jetzt werde ich das Ganze erstmal zeichnen und im Zeitraffer könnt ihr sehen, wie ich das alles umsetze mit den Stützen und mit den Schienen und wie kompliziert das eigentlich ist. Diese Linie zeigt den Pfad, den ich zeichne. Das ist die Strecke, die die Schiene nachher abfährt. Und den Pfad brauche ich, um nachher diese Schiene zu zeichnen. Hier seht ihr die Schienen schon mal in verschiedenen Farben, das heißt, ich habe sie schon getrennt. Das musste ich machen, weil die in den Drucker natürlich nicht alle komplett reinpassen. Und was ihr jetzt seht, ist, dass ich Verbindungsstücke schaffe, damit ich nachher die Schienen bündig zusammenkleben kann. So, ich habe jetzt soweit alles fast gezeichnet. Ich zeige euch jetzt mal am Computer die einzelnen Elemente. Einmal in bestimmte Ebene, dass man das schön sieht, so wie ich auch zeichne. Und danach habe ich das nochmal gerendert für euch, damit ihr euch das richtig vorstellen könnt, wie das nachher in fertig aussieht. So, das ist hier schon mal die Grundplatte. Dann haben wir hier den Antrieb. Das ist der neue Antrieb. Der sieht so aus. Da ist ein Zahnriemen drin und 2 Zahnräder. Und hier in der Mitte klebe ich Magnete ran. Dieser Magnet ist nachher an den Zahnriemen befestigt, also einmal geklebt, ein ganz kleiner Magnet ist das nur. Der schiebt den Wagen bis nach oben und lässt ihn dann hier los und dann fängt er an zu rollen. So, jetzt hier nochmal die Stützen. Das ist das Aufwendigste, weil ich mir hier Gedanken machen muss, wie ich das alles stabiler kriege. Hier seht ihr nochmal den Antrieb. Der muss ein bisschen gestützt werden. Hier habe ich ein paar Verstärkungen rangetan, damit das sich alles nicht so doll bewegt. Hier habe ich dann an den Stützen eine Führungslinie gezeichnet und dann ist das entstanden. Das ist unsere Führungslinie und dann die Schiene hier drüber. Jetzt habe ich diese Schiene hier nochmal in Stücke. Das sind die einzelnen Schienen, die ich jetzt drucke. Hier näher könnt ihr sehen, hier werden sie verbunden und hier sind die Ankerpunkte, dass ich genau weiß, wo welche Kurve hinkommt. Und jetzt zeige ich euch lieber nochmal, wie es gerendert aussieht, weil das ist einfach beeindruckender. So,
Hier habe ich die Schienen nochmal einzeln gefärbt, damit man weiß, welche Elemente wohin gehören. Und jetzt geht das Ganze in den Druck. Die Schienen werden gedruckt und die Stützen werden gefräst. Das ist hier unser neuer DLP-Drucker, den haben wir uns vor kurzem zugelegt. Und das Schöne an dem DLP-Drucker ist, dass wir wasserlösliches Resin oder Harz benutzen. Und ich benutze keine Handschuhe, da der Druck sowieso schon einen Tag lief. Und jetzt kann ich einfach an die Spüle gehen und das sauber machen. So einfach ist das. Und wir sind umweltfreundlicher. Unsere Fräse funktioniert so, dass die Fräsfläche ein Vakuum hat. Dann legen wir die Platte drauf. Die Platte muss dreimal beschichtet werden mit einer Transferfolie. Dann wird die angesaugt vom Vakuum. Dann kann der Fräser endlich anfangen zu fräsen. Die Platte bewegt sich nicht. Danach am Ende haben wir das Produkt. Wenn wir das rausgenommen haben, haben wir natürlich die ganzen Geschichten, die wir gefräst haben, immer noch auf die Klebefolie. Das heißt, die müssen wir erstmal die Klebefolie abtrennen und dann die einzelnen Teile von der Folie rausnehmen. Nach dem Rausnehmen müssen wir die kleinen Teile natürlich nochmal mit einem kleinen Cutter oder mit einer Feile ein bisschen sauber machen, weil der Fräser vielleicht nicht die komplette Fläche durchgefräst hat. Ich bin hier gerade mitten im lilafarbenen Lavendelfeld von der Provence. Ähnlich farbenfroh ging es diese Woche im Wunderland daher. Am Weltmädchentag haben wir gemeinsam mit dem Team von Plan International Deutschland unterschiedlichste Orte im Wunderland in Pink gehüllt. Tim aus unserem Technikteam hat dazu 5 bekannte Orte im Wunderland illuminiert. Das Ganze funktioniert mit einer Mapping-Technologie, die wir auch einmal auf unserem Kanal in einem Wunderlandians und in Gerrits Tagebuch vorgestellt haben. Schaut da gerne mal vorbei. Und wie das Ganze letztlich aussah, seht ihr jetzt. Ich verabschiede mich schon mal und sage bis bald im Wunderland.